Ihr hört Eibe und das Buch der Schatten von Liliana Wildling aus dem Verlag. Eibe murmelte den Zauberspruch für die Rückkehr zum Urzustand und fokussierte ihre Kraft. Violettes Licht tropfte von den Fingerspitzen auf den Boden, stieg hoch und hüllte sie ein. Vollständig von ihrem inneren Licht bedeckt, zwang sie die Fischsuppe in den Topf. Ein Großteil der Flüssigkeit rang entgegen der Schwerkraft zurück, nach oben und in das Gefäß. Plötzlich knallte die Tür auf und Zara polterte unbedacht in die Küche. Eibes Zauber fing an, sich zu winden und geriet außer Kontrolle. Sie hielt ihn noch einen Augenblick lang, dann entglitt ihr die Magie vollends. Der violette Schein kräuselte sich, zeichnete unvergleichlich schöne Muster in die Luft. Es flatterten kleine Schmetterlinge gleich herum und wollten mit Eibe spielen. Zara sah das Unglück kommen, schlug die Hände vor den Mund und ging sicherheitshalber ein paar Schritte rückwärts in den Flur. Die erwartete Katastrophe blieb zum Glück aus. Das Licht zog sich knisternd zusammen und schien von Eibe abzublättern, wie alte Farbe von einem Holzrahmen. Die einzelnen Fetzen steuerten den Topf an und verschwanden mit einem gedämpften Ploppen darin. Eibe sah Zara mit wütend zusammengekniffenen Augen an und mahnte: »Du sollst mich nicht immer so erschrecken!« Die Haushaltshilfe nickte schuldbewusst und stieß die angehaltene Luft vor Erleichterung in einem Schwall aus. Im Inneren des Topfes regte sich etwas. »Hast du das auch gehört?« fragte Zara ängstlich und starrte auf das Gefäß. Der Deckel hob sich eine Handbreit und 2 leuchtend rote Augen lugten daraus hervor. »Ah!« schrie Zara und verpuffte. Eibe starrte die Rauchwolke an, die die Haushaltshilfe bei ihrem Verschwinden hinterlassen hatte, und motzte. »Na super, löst sich einfach in Rauch auf, wenn's unheimlich wird, und lässt mich im Stich. Ganz schön feige für einen ehemaligen Sturmgeist.« Angelus betrat die Küche und gemeinsam starrten sie den Topf auf dem Herd an. Er wedelte den Rauch mit einem Geschirrtuch weg und zog die Nase kraus. Habe ich Taboria schreien hören, oder war das eine Sinnestäuschung? Angelus fixierte weiter das Gefäß auf dem Herd. Ja, hast du. Aber jetzt ist sie weg. Puff. Okay, das erklärt nicht, warum wir diesen Topf anstarren, aber ich denke mal, das eine hat mit dem anderen zu tun. Eibe wollte eben zu einer Erklärung ansetzen, als sich der Deckel ein weiteres Mal hob. Dieses Mal etwas höher. Eine kleine, schwarze Hand kam zum Vorschein, behaart und mit Klauen statt Fingern. Angelus zog schneller, als das Auge erfassen konnte, ein Messer aus seinem Gürtel. Er visierte das haarige Etwas und nahm eine unverkennbare Kampfhaltung an. Eibe machte einen kleinen Schritt auf das Ding zu und begutachtete den sichtbaren Teil. »Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn ich sehen könnte, ob es einen Schwanz hat.« »Dann was?« fragte Angelus und trat ebenfalls näher. Eibe biss sich auf die Unterlippe, kaute darauf herum und fuhr schließlich fort. »Na, dann könnte ich zumindest eine ungefähre Vermutung anstellen. Aber so?« Schritte in unregelmäßigem Takt kündigten Magnus an. Der Meister betrat die Küche, musterte erst Angelus' angespannte Haltung, ließ den Blick über Eibe schweifen und entdeckte zuletzt den Grund für Zaras Schrei, der ihn hierher geführt hatte. »Du spielst mit der Magie und bringst dabei Dinge zustande, die manche Meister nach vielen Jahren des Trainings nicht vollbringen könnten«, sagte er in einem Tonfall, den Eibe nicht einordnen konnte. Sie sah ihn stirnrunzelnd an. Meinte er das als Kompliment oder nicht? »Zara ist vor Schreck verpufft«, meinte Angelus. »Ich werde Maya zu Rate ziehen. Sie kann dieses Wesen sicher bestimmen.« Der Meister hielt kurz inne. »Und ich muss mit Tameus sprechen.« Mit diesen Worten humpelte er aus dem Raum und ließ die beiden mit der Kreatur alleine. Angelus richtete sich ein wenig auf. Der Deckel schloss sich wieder. Eibe seufzte. »Und was machen wir jetzt?« Wenigstens schien das Wesen nicht aggressiv zu sein. Es versteckte sich im Topf, statt anzugreifen. Angelus öffnete seinen Gürtel und zog ihn aus dem Hosenbund. Eibe sah ihm erwartungsvoll dabei zu und hatte keine Ahnung, was er vorhatte. Seine silbernen Augen waren immer noch auf den Topf geheftet. Er fädelte den ledernen Gürtel durch die Tragegriffe, führte ihn über den Deckel und zog so fest er konnte daran. Das lose Ende verknotete er zusätzlich und begutachtete sein Provisorium einen Augenblick lang. Das sollte vorerst reichen. Eibe grinste ihn an und wischte sich in einer äußerst theatralischen Geste den nicht vorhandenen Schweiß von der Stirn. »Falls du mich brauchst, ich bin beim Training«, sagte er noch, wollte schon gehen, blieb dann aber kurz stehen und ergänzte: »Und koch bitte nichts mehr, ja?« Eibe zog ihre Lippen ein und nickte knapp.
Angelus straffte die Schultern und verließ gewohnt anmutig die Küche. Sie sah ihm hinterher und fragte sich wieder einmal, warum ihr Magnus einen derart großen, breiten Krieger als Beschützer zugeteilt hatte. War sie wirklich so eine Katastrophe, oder verbarg sich hinter Magnus ständiger Beteuerung, sie sei etwas Besonderes, mehr als sie ahnte? Eibes Gedanken wurden durch ein herzzerreißendes Maunzen aus dem Topf unsanft unterbrochen. Der langgezogene, quälende Ton ging durch Mark und Bein. Sie nahm das kalte Metall zwischen ihre Hände, schloss die Augen und konzentrierte sich auf den Inhalt des Topfes. Angst, Unsicherheit, Verwirrung, Angst. Sie spürte die Not des Wesens, jedoch keine Aggression oder Wut. Es wollte raus aus dem Gefäß, hatte aber zugleich furchtbare Angst davor. Eibe wurde von einer Welle Mitleid überrollt, oder vielmehr einem Tsunami. Ein weiteres verzagtes Maunzen weichte ihre Bedenken vollends auf, und sie löste mit zittrigen Fingern den Gürtel. Heftig klopfenden Herzens lüftete sie vorsichtig den Deckel. Ein schwarzes, pelziges Monster beäugte sie mit rotglühenden Augen. Es hatte sich zu einer Kugel zusammengerollt. Das Tier besaß vage Ähnlichkeit mit einem Nerz, bis auf den missgestalteten, mit einer schuppigen Panzerung versehenen Kopf. Wie kann etwas so hässlich ist, so niedliche Geräusche machen? Eine Klaue streckte sich vorsichtig in ihre Richtung. Eibe wollte zurückweichen, blieb jedoch wie versteinert an Ort und Stelle. Ihr Atem ging immer schneller und der Puls begann vor Aufregung zu rasen. Ein undefinierbares Zischen hinter ihr, das nach Maya klang, verunsicherte Eibe noch mehr. Sie drehte sich halb um, ihr Blick flitzte hektisch zwischen der alten Frau und dem Herd hin und her. Die weißhaarige Heilerin schlug ihre runzligen Hände vor den Mund. In diesem kurzen Moment spürte Eibe die spitzen Krallen des pelzigen Monsters, die sich ihren Rücken entlang nach oben in ihre Kleidung bohrten. Die junge Hexe blieb stocksteif stehen, unfähig sich zu bewegen. Sie erinnerte sich an ihre frühere Katze, die gerne an ihr hochkletterte. Ein Lächeln erhellte für einen Moment ihr Gesicht, aber dann registrierte Eibe, dass es sich diesmal nicht um einen harmlosen Stubentiger handelte und versteifte sich wieder. Maya riss die Augen auf und erbleichte. Das Ding vergrub sich in Eibes dichtem braunem Haar. Es positionierte eine Klaue an ihrem Hals und drückte zu. Ganz leicht nur, ohne die Haut anzuritzen.